19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. los geht's! Hallo, liebe Freundinnen und Freunde von Easy German. Willkommen bei unserem monatlichen Livestream. Das waren ein paar unserer ZuschauerInnen. Wenn ihr auch mal in diesem Countdown erscheinen wollt, dann geht mal auf easygerman.org/countdown. Dort könnt ihr uns ein Video hochladen. Und falls ihr uns gerade live zuschaut, dann hallo. Und falls ihr nicht live schaut und dieses Video später schaut, dann gibt es auch Untertitel. Irgendwo hier auf CC klicken oder oben vielleicht auf dem Handy. Dann seht ihr Subtitles auf Deutsch. Und letztes Announcement, bevor es losgeht. Das, was wir hier machen, ist möglich dank unserer Mitglieder. Wenn ihr ein Mitglied werden wollt von Easy German, dann geht mal auf easygerman.org/membership. Aber jetzt will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen, denn wir haben heute eine ganz besondere Sendung. Und zwar senden wir heute live nicht nur aus meinem Wohnzimmer, sondern auch aus Sylt oben an der Nordsee in Deutschland. Und dort begrüße ich jetzt Kari, Easy und Janusz. Hallo, ihr drei. Hallo! hallo. Hallo Wie Manuel, schön, wir euch zu sehen. berichten heute live für dich und für euch alle von der Nordsee. Wir sind heute am nördlichsten Ort Deutschlands. Mit dabei ist Easy Hallo. und Hallo. Janusz. Hi. Und hinter uns seht ihr das Meer. Und dort kommt gerade die Fähre. Schau mal da drüben. Da kommt die Fähre direkt aus Dänemark. Hier kann man Wow. nämlich mit der Fähre direkt in einer halben Stunde nach Dänemark fahren. Und wenn du dort hinten das Land siehst, ganz, ganz am Ende, da siehst du vielleicht ein bisschen Land hinter dem Ja. Meer. Das ist schon Dänemark, Manuel. Das ist schon Dänemark. Wir sind wirklich ganz im Norden. Wahnsinn. Ja, wir haben viele Zuschauer. Ich blende mal ein paar Beispiele. Jerry sagt Moin aus Dublin. Dann haben wir Gabriela, die sagt Hallo aus Ecuador. Nur sagt Hallo aus dem Libanon. Also jede Menge Leute. Oh, jetzt scrollt es so schnell. Hallo aus Wales. Hallo aus Tunesien. Also aus der Ukraine schaut uns jemand zu. Hallo Olena. Jean aus Brasilien. Schön, euch alle hier zu sehen. Rumänien. Was haben wir heute vor, Kari? Was wollt ihr uns zeigen am nördlichsten Punkt Deutschlands? Ja, wir haben einiges vor, Manuel. Wir werden hier gleich mal in den Hafen gehen. Wir werden ein paar Sachen probieren. Janusz wird ein Fischbrötchen essen. Das ist hier ganz populär. Easy hat sich schon ein Bier mitgebracht. Easy, was hast du heute vor während des Livestreams? Ja, ich schau mal, ob ich vielleicht mir noch so ein Bierchen ergatter. Fischbrötchen esse ich nicht, aber vielleicht kriege ich ja irgendwo noch eine Pommes oder ein Crepe oder so. Ich schau mal. Wir werden live haben- Sachen essen und für euch probieren. Wir haben auch schon eine Frage, Kari. Wie immer könnt ihr uns Fragen im Chat auf YouTube und Facebook schreiben. Und die erste Frage kommt von Hakim. Sind Kari und Easy Geschwister? Sind Kari und Easy Geschwister? Diese Frage bekommen wir jede Woche gestellt, Easy, und wir beantworten sie auch jede Woche. Ja, sind wir. Ja, wir sind Schwestern und jetzt könnt ihr mal raten, wer ist älter? Oh Easy je. oder Kari? Oh je. Tja. Schreibt's mal in die Kommentare. Und wenn ihr bis zum Ende der Sendung dran bleibt, dann erfahrt ihr die Antwort. Guck mal, da drüben ist die Fähre. Easy, du bist mit dieser Fähre hier nach Sylt gekommen. Ist das richtig? Das ist richtig, genau. Wir sind mit dem Auto auf die Fähre. Und genau, sogar Nola, unser Hund, die durfte auch mit raus, über Deck rennen, hat sich schön alles angeguckt. Das war sehr schön, sehr entspannt. Sie haben auch ein Restaurant, da kann man auch noch was trinken und essen. Ich finde das toll. Ja, und du liebst Fähren ja auch. Ich mag Fähren auch. Wir wollen euch jetzt mal zeigen, wo wir hier eigentlich sind. Wir befinden uns auf einer Insel in der Nordsee. Und hier habe ich ein wunderschönes Bild, eine Karte gefunden dieser Insel. Diese Karte ist allerdings schon sehr
naja, ich weiß nicht, ob sie alt ist oder einfach nur das Meer ihr übel mitgespielt hat. Aber hier sieht man mal die Insel. Es ist eine ganz lange Insel. Das hier ist alles die Insel. Und guck mal, dort oben, da sind wir. Da kommst Das du gar ist nicht nämlich- dran. Das ist nämlich tatsächlich der nördlichste Ort Deutschlands. Es ist auch die größte Insel in der Nordsee. Und man kann sich das so vorstellen, hier fängt eigentlich Dänemark an. Also hier ist schon Dänemark und wir sind eigentlich jetzt schon auf der Höhe von Dänemark. Und deswegen ist das hier der nördlichste Ort Deutschlands. Wahnsinn. Flora sendet uns Grüße aus Borkum. Das ist eine Insel ganz in der Nähe. Ihr habt auch Fans hier, schreibt sie. Toll, Und, liebe Grüße nach Borkum. Und sag mal, hier kommt schon die erste Frage, die müssen wir vielleicht kurz erklären. Clara fragt, wo sind die Punker? Kannst du kurz erklären, Oh, wieso sie diese ja. Frage stellt? Das ist eine gute Frage. Also es ist so, dass Sylt ist so eine Insel, wo gerne auch sagen wir mal, es ist das Monaco Deutschlands. Hier kommen gerne die Reichen und Schönen hin, wie zum Beispiel Isi und ich. Nee, wir fühlen uns hier manchmal ein bisschen fremd, muss ich sagen. Denn tatsächlich hier sind sehr viele Menschen, die auch ja, gut verdienen und einen teuren Urlaub machen. Es gibt aber auch normale Leute hier auf Sylt. Und es ist jetzt so, dass es seit kurzem ein 9-Euro-Ticket gibt. Und das ist ein Ticket, naja, das wurde erfunden. Manuel, erklär du das mal. Warum gibt es das 9-Euro-Ticket? Das 9-Euro-Ticket wurde von der Bundesregierung beschlossen, um es einfacher zu machen, ja, hin und her zu fahren innerhalb der eigenen Stadt eigentlich, da ja Ja. im Moment die Kosten steigen durch die Inflation. Und deswegen hat man beschlossen, dass man jetzt 3 Monate lang für 9 Euro im Monat den Nahverkehr benutzen kann, also Busse, Bahnen, U-Bahnen, aber eben auch Züge, langsame Züge, und man kann damit durch ganz Deutschland fahren. Und deswegen fahren jetzt viele Leute zum Beispiel nach Sylt, eine beliebte Urlaubsinsel. Genau. Das war so ein bisschen die Angst der Menschen hier auf Sylt, dass jetzt Sylt überflutet wird von 9-Euro-Ticket-Urlaubern. Und tatsächlich gab es schon Berichte im Fernsehen mit einigen Punks, die nach Sylt gefahren sind für 9 Euro und jetzt hier am Strand campen und hier den ganzen Tag Bier trinken und laute Musik hören. Die haben wir allerdings bisher nicht getroffen. Isi, du bist allerdings schon nah dran, oder? Ja, ich trinke auch. Nein, ich trinke nicht den ganzen Tag Bier. Nee, erst ab 4. Kein Bier vor 4, sagen wir in Deutschland. Wir können ja mal da drüben sitzen meine Eltern. Vielleicht haben die ja ein paar Punks gesichtet. Wollen wir Ja. mal darüber gehen? Sehr gerne. Während ihr lauft, habe ich ein paar weitere Fragen für euch schon. Natürlich, wie immer, möchten die Leute wissen. Dieses sie Mal hauen ab. fragt Sie hauen Marcia. Oh nein, vielleicht müsst ihr rennen. Ja. Wie ist die Temperatur? Wieso tragt ihr Jacken? Ist es so kalt? Ja, Marcia, leider ist es sehr kalt. Ich zeige dir das mir mal auf meinem Handy. Sylt, 15 Grad. Celsius, okay. Und das ist schon warm im Moment. Gestern, naja, heute die Höchsttemperatur war 17 Grad. Es ist sehr kühl, denn wir sind ja am Meer. Und es war tatsächlich so, am Samstag, als wir losgefahren sind wir bei 28 Grad in Berlin losgefahren und hier waren es 16 Grad. Also das war ein großer Unterschied an einem Tag. Gabriel sagt, es ist schön, Fiona Feierabend zu sehen. Können wir eine kurze jemand- Fiona Feierabend-Impression bekommen? Isi, können wir eine kurze Fiona Feierabend-Impression bekommen? Oh, Oh, da ist sie jetzt nicht drauf vorbereitet. Die erste Challenge heute. Stage-Angst. Ja, aber das machen wir gleich. Vielleicht kommst du mal, Fiona Feierabend holt sich ein Ich denk Bier. mir noch mal was aus. Isi denkt sich Okay. noch mal was aus. Wir kommen dahin zurück. Also meine Eltern rennen weiter weg. Vielleicht erwischen wir sie da vorne. Wollen die nicht im Internet erscheinen etwa? Ja, ich glaube, die haben Angst, dass sie nicht im Internet erscheinen dürfen, dass wir sie nicht dabei haben wollen. Die rennen weg. Mhm. Ich pfeife ihnen mal zu. Da ist er. Er bleibt stehen. Er bleibt stehen. Guck mal, das ist mal, da hinten seht ihr meinen Vater, Isis Vater auch, unseren Vater. Ihr seht ja auch die selten, aber manchmal sieht man die ja auch im Video. Und jetzt ist
unser Vater Ali gerade der Dog-Sitter von Nola. Können wir Nola auch Wir- kennenlernen? Wir werden Nola kennenlernen. Und was ich dir noch gar nicht gesagt habe, Manuel, wir haben ja nicht nur hier Stars und Sternchen vor der Kamera, auch hinter der Kamera ist ein echter Star, nämlich Mitch von Easy English. Mitch! Hallo Leute. Oh, Mitch, sag nochmal Hallo Leute. Hallo Leute. Ja, Mitch ist hinter der Kamera. Also das ganze Easy English Team ist auch hier easy. Habt ihr denn auch schon was gedreht auf Sylt? Nee, ganz ehrlich nicht. Wir machen nur Urlaub hier. Wir machen nur Urlaub. Da geht's nächste Woche weiter. So, jetzt haben wir sie endlich gefunden. Die ersten Punks hier auf Sylt. Ali, Hey, hallo. gehörst du auch zu den Punks? Naja, ich habe mich heute etwas verkleidet, aber sonst sehe ich so ähnlich aus. Sonst siehst du so ähnlich aus. Hast du denn schon Punks gesehen hier auf Sylt? Ja, ganz harte Punks habe ich gesehen. Da habe ich Angst gekriegt. Wirklich? Ja, Und wie läuft es so mit Nola? Das Publikum möchte gerne Nola kennenlernen. Nola läuft gut. Die rennt mir immer weg und ich muss sie kräftig festhalten. Ja, an der Art, wie du die Leine hältst, erkennt man den geübten Hunde. Das ist sehr professionell, was ich hier mache. Oh, Janusz Achtung. nimmt es Achtung, Janusz in springt seine sie. eigene Hand. Nola ist Ja. begeistert. Nola, sag was. Es Janusz, ist jetzt das schon- läuft gut da, oder? Ja, total. Ja, Nola, das ist Nola. Nola begrüßt die Menschen draußen. Was sagt ihr dann zu Nola? Habt ihr vielleicht eine Frage für sie? Nola hatte heute schon eine gute Zeit, Easy, oder? Die war am Strand, ist hin und her gelaufen, hat... Wir sollen aufpassen mit Nola. Hat sich einmal im Auto übergeben, habe ich gehört. Oh nein. Ja, wollen wir weitergehen in den Hafen? Auf Easy, jeden sag Fall. mal. Machen wir. Weiter geht's. Ja, Creighton, unser liebes Mitglied Creighton, fragt, wie könnte es anders sein, was sind die Drinks der Nordseeküste? Was trinken die Deutschen easy. meistens gerne im Nordseeurlaub? Das ist eine Frage für Easy und mich. Also, unser guter Freund Creighton hat uns Oh. eine Frage geschickt. Rat mal, worum sich die Frage dreht. Darum, dass ich Bier trinke. Er möchte gerne wissen, was sind die Drinks der Nordseeküste? Also, wir hätten gehen da, mal hin. Bier ist natürlich immer gut. Ins Licht. Ja, ich bin da nicht mehr. Bier ist gut. Flensburger Pilz mag ich sehr gerne. Das ist ein Bier aus dem Norden. Dann Küstennebel. Ein Likör, wird man wahrscheinlich sagen. Anis-Likör. Ein Anis- oder Lakritzenlikör, den trinken wir lecker. hier sehr gerne. lecker. Schon eine Flasche getrunken. Dann trinkt man hier auch viel Wein. Natürlich auch viel Champagner. Aperol Spritz geht auch immer. Ja. Hast du sonst noch, was gibt es sonst noch? Schnaps gibt es noch einige. Aber Es gibt viele interessante Schnapssorten hier, auch speziell auf der Insel, die hier vermarktet werden. Ich glaube eher aus Vermarktungsgründen, aber es ist sehr viel mit Lakritz, Ja. solche Sachen. Und was noch? Bier, viel Bier, ne? Bier, ja. Das werden wir jetzt auch gleich suchen. Wir werden jetzt noch ein Bier suchen und für Janusz einen Fisch. Gleich leer. Das ist interessant, denn im Norden, auch in Skandinavien, isst man ja viel Lakritz. Und das stimmt wirklich, dass es dort oben in Norddeutschland viele, also so wie Küstennebel, viele so lakritzige Schnäpse gibt. Ja. Ja, was Magst du sehen auch wir denn gerne da jetzt? Lakritz, Manuel? Ich mag Lakritz sehr gerne. Schnaps nicht so gerne, aber Lakritz sehr gerne. Es kam auch gerade noch eine Frage, was sind das dort für Flaggen neben der deutschen Flagge? Wollte Hussam wissen. Und Ja, wo das seid können ihr wir mal jetzt? kurz analysieren, was wir hier für Fahnen haben. Das weiß ich selber gar nicht. Vielleicht weiß das meine Mutter. Hallo Mama. Hallo Kari. Ja, wir haben uns zufällig hier auch getroffen. Da fragt gerade ein Zuschauer, was wir hier für Flaggen haben. Kannst du das entziffern? Die Deutschlandflagge, die Europaflagge. Ja, die habe ich gerade selber Ich noch denke, das geschafft. wird eine dänische Die sein. dänische Fahne. Und was ist das hier vorne? Das ist die Listfahne, steht List drauf. Ich denke, das wird die sein aus dem Ort, eine Ortsfahne. Und dahinter vielleicht Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein ist das vielleicht, das Bundesland, in dem wir uns befinden. Da hinten sieht man, glaube ich, noch die Fahnen der anderen Bundesländer. Also jedes Bundesland hat hier eine eigene Fahne, schätze ich, denke ich. Ich kenne die Fahnen gar nicht so genau von den Bundesländern. Doch NRW sehe ich, Niedersachsen, Hamburg.
Ja, Da werden die jedes Touristen Bundesland aus hat eine ganz eigene. Deutschland willkommen geheißen, sozusagen. Richtig, so sieht's aus. Ja, wir gehen jetzt hier langsam in den Hafen rein. Der Hafen ist dafür bekannt, dass es dort Boote gibt und viele Fressbuden. Das ist eine gute Vokabel für euch. Es gibt nämlich kleine Buden, kleine Geschäfte, in denen man etwas zu essen kaufen kann. Und wir werden das jetzt mal hier vorne ausprobieren. Janusz, hast du schon Hunger bekommen? Ja. Ja? Ja. Was möchtest du dir denn jetzt kaufen? Ein Fischbrötchen. Das ist etwas, was man hier im Norden isst, also in ganz Norddeutschland eigentlich. Ein Brötchen mit einem Fisch drin. Ja, ich habe heute schon ein Fischbrötchen gegessen mit Aal. Und das war ziemlich eklig, aber auch sehr, sehr lecker, sehr fett. Und jetzt werde ich für euch ein sehr typisches Fischbrötchen ausprobieren mit Matjes. Matjes, was ist das? Ich glaube, das ist Hering. Hering, okay. Aber ich bin Oh, mir da drüben nicht so gibt es ganz sicher. den Clash der Hunde. Oh je. Oh, jetzt gibt es noch mehr Hunde, die hier kommen. Guck mal, da drüben ist die Fischbude. Da geht Janusz jetzt hin und kauft sich ein Fischbrötchen. Und dann werden wir mal mit ihm testen, wie es schmeckt. Und apropos Fische, Farshid möchte gerne wissen, ob man dort auch schwimmen kann. Wart ihr schon im Meer? Ich mache das ja eigentlich immer, wenn ich am Meer bin, dass ich mindestens einmal reinspringe. Ja, Habt ihr das ich schon eigentlich gemacht? auch sehr gerne. Aber das Problem ist, dass es wirklich kalt ist. Also die Lufttemperatur ist ungefähr 15 Grad, die Wassertemperatur vielleicht ähnlich, aber ich war jetzt noch nicht schwimmen. Ich war noch nicht mal im T-Shirt am Strand, Manuel. Enttäuschend. Würdest du schwimmen gehen? Schwimmen wahrscheinlich nicht, aber ich würde zumindest einmal reinspringen. Ja, okay. Also du würdest ins Meer gehen. Ja. Also ich war leider noch nicht schwimmen. Mitch, will you go swimming? Yeah, tomorrow. Oh ja, morgen? Easy, ihr geht morgen schwimmen? Ja. Oh ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die Wahrheit war, die ich jetzt hier gehört habe, Manuel. Gut, Janusz hat kein Fischbrötchen gefunden. Was ist los, Janusz? Die Fischbuden haben schon zu. Wie bitte was? Es ist doch Ja. erst 7:15. Das ist nicht wie in Berlin, wo man bis Mitternacht noch Abendessen kann. Das ist eine kleine Stadt. Übrigens wird Ja. hier nochmal gefragt, wie die Stadt überhaupt heißt, an der ihr gerade seid. Sehr gute Frage. Diese Stadt heißt List. Ich weiß gar nicht, ob es eine Stadt ist. Es ist vielleicht eher ein Dorf. Hier leben 1500 Menschen. Es ist, wie gesagt, ganz im Norden der Insel. Und früher gehörte diese Stadt sogar zu Dänemark oder dieses Dorf. Und erst in den 30er Jahren wurden hier ein paar Häuser gebaut. Früher waren das sogar nur 2 Höfe. Und ich glaube, seit dem Ende des 30-jährigen Kriegs gehört das erst hier zu Schleswig-Holstein und dann also danach zu Deutschland. Ein paar Fun Ja. Facts für dich, Manuel. Es ist eine Gemeinde. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, bevor wir viele Kommentare bekommen. Janusz, wir müssen Janusz schnell wiederfinden. Hol Janusz. Was ist passiert? Ich höre gerade nichts mehr, Manuel. Es tut mir Oh sehr nein. leid. Jetzt höre ich dich wieder. Janusz hat die Bluetooth-Verbindung Ja, geklaut. Janusz hat Ja. die Hälfte des Kopfhörers mitgenommen. Hol Janusz, schnell zurück. Lauf. Meine Mutter muss jetzt laufen. Ich höre dich jetzt aber wieder, Manuel. Und sag mal, das ist eine interessante Frage. Sprechen die Leute dort Plattdeutsch? Ich glaube, ich habe vom Buch Der Schimmelreiter von Theodor Storm über Plattdeutsch gelernt, schreibt Elisabeth. Und das Richtig. stimmt. Dort im Norden spricht man nicht Hochdeutsch, so wie wir, oder? Richtig, man spricht hier, ist Plattdeutsch und Friesisch das Gleiche? Weißt du das zufällig? Nee, das ist glaube ich nicht das Gleiche, aber verwandt wahrscheinlich. Google das doch mal schnell, Manuel. Ich glaube, das ist Plattdeutsch und Friesisch ist teilweise, es gibt verschiedene friesische Sprachen und Plattdeutsch gehört, glaube ich, dazu. Und tatsächlich sind hier auch die Schilder, die Ortsschilder sind hier auch auf Plattdeutsch und auf Hochdeutsch. Und wie heißt denn zum Beispiel, List heißt, glaube ich, trotzdem List. Aber zum Beispiel Keitum, der Ort, in dem wir wohnen, heißt Kairum auf Plattdeutsch. Und Wenningstedt heißt Wenningster, glaube ich. Bisschen Englisch. Wenningster. Ja, also tatsächlich wird hier auf der Insel bei den Menschen, die hier ursprünglich herkommen, auch Friesisch oder Plattdeutsch gesprochen. Bei uns hingegen, ja? Friesisch ist, glaube ich, ein Überbegriff. Es gibt friesische Sprachen und Plattdeutsch ist dann wahrscheinlich ein
eine spezifische oder einen Dialekt. Könnt ihr mal jemanden finden, der uns etwas auf Plattdeutsch sagen kann, damit wir das mal hören? Okay. Janusz, du bist gerade weggelaufen Ja. mit dem Kopfhörer, deswegen habe ich für kurze Zeit nichts gehört. Wow. Du warst wahrscheinlich auf der Suche nach einem... Habe ich schon gefunden und gekauft. Und deine Mama ist gekommen, aber meinte, ich musste schnell zurück. Und hier ist mein Gibt es Brötchen. das Fischbrötchen? Super, das Fischbrötchen ist hier. Janusz, zeig uns das doch mal. Für einen Fisch gewünscht, Janusz. Was ist das? Das ist eine Forelle, ein Forellenbrötchen. Zeig uns das Ja. doch mal. Eine geräucherte Forelle. Okay, jetzt sehen wir hier dieses Fischbrötchen. Das ist also ein Brötchen, da drauf ist dann ein Fisch. Nola liegt schon da drunter. Da drüber sind noch Zwiebeln und eine Soße. Und Janusz beißt jetzt hier mal rein. Mm. Ja, das lieben doch die Leute hier, oder? Janusz isst Das live ist und dann kann man Content. zugucken. Ein bisschen trocken. Dieses Aalbrötchen war saftiger. Saftiger. Einfach. Trocken und saftig. 2 gute Vokabeln für euch. Genau, und das ist ein bisschen trockener, aber es hat auch eine Soße da drauf, also sehr, sehr lecker. Eine Ja, Fischbrötchen-Rezension von Janusz Hamerski. Fantastischer Genau. Content. Was gibst du für eine Note dem Fischbrötchen von 1 bis 10? 10 ist gut. 7,5. Na, das ist ja schon was. Easy, du kämpfst noch hier mit Nola, die läuft gerade bei Mitch zwischen den Beinen rum. Was wirst du dir jetzt kaufen? Ich weiß es nicht. Ich habe schon geguckt, wo es hier was Vegetarisches gibt, aber es gestaltet sich schwierig. Es gibt nur Fisch hier, Manuel. Wir gehen jetzt mal weiter an den Hafen, damit ihr auch noch mal die Boote seht, die hier liegen. Oh ja. Ja, was wollten wir gerade noch besprechen? Ich habe schon Ihr wieder wolltet vergessen. mal schauen, ob ihr vielleicht jemanden Ach so. findet, der uns Plattdeutsch etwas Richtig. vorführen kann. Janusz, wir haben eine Challenge. Wir suchen jemanden, der Plattdeutsch spricht. Aber Kannst du jemanden Das finden? ist ja schwierig, weil hier eigentlich nur Touristen rumlaufen. Ja, es sind eigentlich Und nur gibt es Touristen auch hier. Selbst die Menschen, die hier verkaufen, kommen aus Polen, viele. Das ist wirklich so, ja. Und gibt es Ja. auch Touristen, die nicht aus Deutschland kommen, fragt Natalia. Gibt es Touristen, die nicht aus Deutschland kommen? Ja, das schätze ich schon. Allerdings ist es doch easy. Was würdest du schätzen? Gibt es hier viele Touristen, die nicht aus Deutschland kommen? Wahrscheinlich nicht so viele, nee. Also es war ja so, Mitch ist ja vorgestern durchs Dorf gegangen bei uns und dort waren die Leute ganz überrascht, dass er Engländer war. Ja, man sagte mir an der Kasse im Supermarkt, Mensch, Sie sprechen ja astreines Englisch. Ich gesagt, ja, er ist ja auch Engländer. Und dann sagte sie, das kommt hier nie vor. Siehst du, noch nie war hier ein Engländer mit astreinem Englisch im Dorf. Interessant. Also vielleicht gibt es nicht so viele. Vielleicht gibt es mehr deutsche Touristen, denke ich. Und sagt doch bitte Irgendwie. Easy mal, es wäre sehr schön, Ja. wenn Easy immer mit euch in der Sendung teilnimmt. Okay, wer hat das denn geschrieben? Der Mohammed. Okay, easy. Mohammed schreibt, es wäre schön, wenn du immer im Livestream wärst. Das kommt jetzt ja vielleicht dann auch bald noch mal vor. Ja, ist das so? Ja, Oh. vielleicht kann ich ja dann doch mal vom Strand in England berichten. Das Das wäre auch wäre eine gute schön. Idee. Ja. So, Janusz ist schon unterwegs in den Hafen. Wir werden ihm folgen. Ich glaube, er möchte uns dort noch was zeigen. Ich bin schon ganz gespannt, was wir dort noch machen. Manuel, wie geht's Sag dir mal. denn heute so? Ja, mir geht's Erzähl super. doch Ich mal. genieße das hier. Ich finde es sehr schön, die Insel Sylt ein bisschen hier von euch zu sehen. Ayman Ja. fragt auch, ob ihr auch eine Easy German Episode dort drehen werdet. Und tatsächlich gibt es schon eine Easy German Episode mit dem schönen Namen Sylt. Richtig, das stimmt. Guck mal, Die ist sehr alt allerdings schon. Seehunde gibt es hier auch. Man kann hier Seehunde entdecken, wenn man auf ein Schiff steigt. Wir schauen mal, Janusz quatscht gerade jemanden an. Vielleicht spricht er ja gleich mit uns. Wir Das werden wär das gut. jetzt mal. Eine Kutterfahrt. Kutter ist ein norddeutsches Wort für Ah? Boot. Okay, er will nicht mitmachen. Er Dann will gehen wir mal. Oh, dann gehen wir mal weiter in den Hafen hier runter. Piratenfahrt. Uiuiui. Hier gibt's eine. Oh, Janusz, möchtest du mir die Hand halten, damit ich nicht ausrutsche? Halt doch lieber die Hand von Mitch. Nicht, dass er mit der Kamera ausrutscht. Ja, stimmt. Ah.
Ja, hier ist tatsächlich das Piratenschiff. Hier fährt immer ein Pirat mit kleinen Kindern. Also der nimmt die dann mit und zeigt denen das Meer und erklärt alles. Das ist ganz süß. Hä? Ein Pirat fährt mit kleinen Kindern weg. Das hört sich ja Hört sich fürchterlich creepy an, ist aber so. Ja, wir gehen jetzt mal hier im Hafen rum. Und Wenig Boote. Normalerweise gibt es hier viel mehr Boote, oder? komisch, ne? Wo sind die Boote? Aber dieses Boot mit dem Kran müssen wir uns angucken. Die Schifffahrtspolizei. Da müssen wir gleich nochmal hingehen. Da drüben ist die Schifffahrtspolizei, Manuel. Die haben das größte Boot im Hafen. Wahnsinn. Sag mal, Kari, es ist ja bekannt, dass du gerne vietnamesisch essen gehst. Pham Ja. möchte gerne wissen, ob es auf Sylt auch ein vietnamesisches Restaurant gibt. Ja, ehrlich gesagt habe ich das schon überlegt zu googeln. Ich weiß aber aus der Erinnerung, dass es hier nichts gibt. Also vielleicht werde ich das nochmal googeln. Easy, weißt du, ob es auf Sylt ein vietnamesisches Restaurant gibt? Bestimmt. Ja, ich weiß es nicht. Mitch und ich wollten vor 2 Jahren mal vietnamesisch essen gehen und wir waren, aber ich glaube, es war nicht vietnamesisch. Ich kann euch eine kleine Anekdote erzählen. Als wir neulich in Spanien waren und vorher in Griechenland, habe ich Vietnamesisch so sehr vermisst, dass ich danach, als ich wieder in Berlin war, glaube ich 2 Wochen lang jeden Tag Vietnamesisch gegessen habe. Wie jetzt auch noch. Aber vietnamesisches Essen ist auch einfach toll. Also liebe Grüße an Pham, weil vietnamesisches Essen ist ganz vielfältig. Also man kann da sowohl was Leichtes essen, es gibt tolle Salate, es gibt tolle Suppen, es gibt aber auch deftige Gerichte. Es gibt einfach alles. Ist lecker, ja. Ja, kann ich Oh, nur guck mal, da zustimmen. ist Janusz. Da drüben sehen wir Janusz. Easy hat Angst. Denn Janusz hält Nola an der Leine oder Nola Janusz. Man weiß das nicht so genau. Und Kari, ja? Ja? Ihr seid ja jetzt an der Ostsee. Nee, an der Nee, an der Nordsee. Nordsee. An der Nordsee natürlich. Und hier wird gefragt, ob ihr mal in Lübeck wart. Oh, da muss man aufpassen, ja, dass man nicht ins Wasser Ja, fällt. Das das ist ist ein genau tolles das. Schild. Das ist ein tolles Schild, oder? Ist das nicht ein tolles Schild? Guck mal, genau das ist hier gerade die Gefahr. Janusz Ja, und ja. Easy am Ja, Wasser es ist gefährlich. mit dem Hund. Ja. Die Frage, Kari, wart ihr schon mal in Lübeck und was findet ihr besser, Nordsee oder Ostsee? Die Nordsee ist natürlich stürmischer, ne? Da, wo ihr jetzt seid, da ist mehr Wind, da gibt es mehr Wellen. Die Ostsee ist eher ein bisschen Janusz, ruhiger. Entschuldigung, Manuel. Er läuft schon wieder weg und ich höre dich gleich nicht mehr richtig. Oh nein. Du hast aber recht, die Ostsee ist viel ruhiger. Ich war, ehrlich gesagt, ich war an der Ostsee mehrmals in Deutschland, aber nur einmal. Und da war das Wasser war ganz ruhig. Also das kennt man hier gar nicht. Hier hat man tatsächlich hohe Wellen und an der Ostsee war es eher ruhig. Und wir waren natürlich schon auch mit der Fähre auf der Ostsee. Deswegen haben wir da ein bisschen Erfahrung. Wir waren in der polnischen Ostsee. Janusz, was ist dir lieber? Komm mal zu uns. Was ist dir lieber, die Ostsee oder die Nordsee? Die Nordsee, weil die Nordsee kenne ich nicht. Die Nordsee ist für mich noch sehr... Die Ostsee kennst du nicht. Aha, nein, die Dreh Nordsee. dich doch mal Wir kurz sind nach. doch hier an der Nordsee, oder nicht? Richtig. Und die Nordsee kenne ich nicht. Die Ostsee kenne ich, Baltiksee kenne ich. Da habe ich immer meine Ferien verbracht, doch. Jedes Jahr. Wie jedes polnische Ja, und was Kind. ist jetzt besser? Besser ist keins davon. Du kannst nicht sagen, das ist besser als das. Das ist aber die Aber- Frage. Okay, ich entscheide mich für die Nordsee, weil da gibt es eine Geschichte, die erzähle ich euch irgendwann später. Aber für mich ist die Nordsee, hat so ein Geheimnis. Ja, Ja. also Das Geheimnis der zwischen England und Norwegen gab es ein großes Land und dieses Land ist irgendwann unter See gekommen. Ja? Easy möchte auch gerne noch was zu erzählen zum Thema Nordsee und Ostsee. Nee, das stimmt gar nicht. Ich möchte gerne Grüße raussenden Ja? an meine liebe Freundin Leonie in Münster. Die Hallo Leonie. Leonie guckt zu. Die schrieb mir nämlich gerade, es gibt vegetarisches Essen bei Gosch. Ach Da echt? gehen wir dann gleich Ja, hin. da gehen wir gleich hin. Das ist hier ein bekannter Fischladen. Wir werden euch noch mal gleich verabschieden mit einem Blick auf den Hafen, damit wir ein bisschen mehr sehen. Wir wollten den Polizei. Ist ganz schön kompliziert, so ein Livestream mit Hunden und mehreren Menschen, Manuel.
Schau mal Du machst hier. das super, ja. Hier ist der Blick auf den winzigen Hafen. Es ist wirklich ein kleiner Hafen. Und da hinten sieht man jetzt wieder die Fähre. Die hat jetzt hier gerade hier vorne Menschen eingesammelt und fährt jetzt wieder zurück nach Dänemark. So schnell geht das. Wie lange dauert das denn, so eine Fahrt nach Dänemark? Easy, erzähl uns doch mal. Du warst ja selber auf der Fähre. Wie lange dauert das denn, so eine Fahrt nach Dänemark? Die Fahrt dauert 40 Minuten, Ja. ganz fix. Und es ist sehr schön. Man hat verschiedene Decks, auf denen man sitzen kann. Man kann sich was zu trinken, zu essen holen. Ich finde es ganz toll, dass Nola da rumrennen darf. Das ist nämlich auf den Fähren nach England nicht der Fall. Da muss Nola im Auto bleiben. Und sie fand es auch super. Nola steht auf meinem Fuß. Und wie lange dauert die Fahrt von Ja, sie fand es Berlin? sehr, sehr gut. Wir waren ja auch schon auf der Fähre zu anderen. Wir waren da schon Genau, auf Manuel. Konzerten. Noch eine Geschichte, die würde dir gefallen. Und zwar waren wir vor einigen Jahren, da hat das die Plattenfirma, oder wie nennt man das? Ja, Grand Hotel Das von Label. Kleef, das Plattenlabel, hat dort immer ein Festival gespielt. Das heißt, alle ihre Musiker sind dann auf dem Schiff gewesen und haben nacheinander ihre Sets gespielt. Man konnte den ganzen Tag hin und her fahren zwischen Deutschland und Dänemark und dabei Musik hören für sehr günstiges Geld und dabei ein Bierchen trinken. Das haben wir auch schon gemacht. Für ein normales Fährticket. Da kann man aber draufbleiben den ganzen Tag. Das war richtig gut. Und abends gab es noch einen Headliner, da musste man dann noch ein Extra-Ticket sich holen. Und dann fährt das Schiff raus auf die offene See, aufs offene Meer zum Sonnenuntergang. Das ist schon cool. War vielleicht das schönste Festival, auf dem wir je waren. Na, Genial. Easy war schon auf 100 anderen. Die hat vielleicht noch was anderes. Es war sehr, sehr schön. Ja. War echt cool. Und wie lange dauert die Fahrt von Berlin? Von Berlin aus fährt man ungefähr 500 Kilometer und wir sind tatsächlich nicht mit der Fähre gefahren, Janusz und ich. Wir sind mit einem Zug gefahren. Ich kann dir das vielleicht gleich mal kurz auf einem Foto zeigen. Man fährt nämlich mit einem Auto auf den Zug. Das ist was ganz Besonderes. Also es gibt ja auch so Autozüge vielleicht in anderen Ländern, aber hier ist es lustig, weil man fährt quasi auf einem Zug im Auto, man sitzt im Auto auf einem Zug und fährt durch das Meer. Soll ich dir das mal kurz zeigen, Manuel, Sehr gerne. wenn ich das jetzt finde? Ich habe das aber auch. Manuel, ihr bist habt du noch das, da? Ja. Oh nein, hast du die Verbindung wieder Janusz. verloren? Klau Janusz mal Hallo, die hallo? Kopfhörer. Ich höre dich. Ich höre nichts. Oh nein. Janusz, du darfst nicht mehr weggehen. Guck mal, hier, ich zeig dir das mal, wie das aussieht. Ja. Ja? Was sehen wir? Ihr fahrt, also jetzt seid ihr noch draußen. Und Ich spiel dann. das mal. Nee, wir sind auf dem Auto. Wir sitzen im Auto und vor uns, Aha. also wir sitzen auf dem Zug. Ja, das ist verrückt. Oh. Ja, Oh, ich weiß nicht, ob oh. du das so gut sehen konntest. Ja, doch. Und dieser Zug fährt quasi über eine lange Brücke, mit Ja, der es man ist keine dann. Brücke, es ist eigentlich ein Stück Land, eine Landbrücke sozusagen, die geht durch das Meer. Also wenn man sich Sylt anguckt, dann ist das ja so und dann so eine Ecke und dann ist es so lang, aber es gibt quasi eine Landverbindung. Die ist aber ganz dünn und da sind nur Gleise drauf. Man kann da nicht zu Fuß rübergehen oder nicht mit dem Auto fahren. Es gibt nur Ja. 2 Zuggleise, in die eine Richtung und in die andere Richtung. Verrückt. Schön. Sylt, muss man auch sagen, du hast uns am Anfang die Karte gezeigt, also hat ja so eine ganz spezielle Form und die sieht man in Deutschland, müsst ihr mal drauf achten, oft als Sticker hinten auf Autos, weil Ja. viele Leute einfach große Sylt-Fans sind. Ihr seid ja, glaube ich, auch jedes Jahr da, oder? Ja, genau. Unsere Eltern machen hier gerne Urlaub und wir besuchen sie. Das ist immer so das eine Mal im Jahr außer Weihnachten, wo wir die ganze Familie treffen. Wir haben aber keinen Sylt-Sticker auf dem Auto. Easy, hast du schon einen Sylt-Sticker auf dem Auto? Nein. Aber ich hatte mal einen der kam auch nicht von mir, aber von meinen Eltern, glaube ich, auf dem einen Auto. Ich wollte dir mal ganz kurz zeigen, hier findet hier die Passkontrolle statt. Hier im Hafen in List. Fängt die Bundesrepublik Deutschland an oder hört sie auf? Und wenn ihr mal da drüber guckt, hier vorne, da ist nämlich tatsächlich schon die Fähre. Das ist hier also wenn ich das mal mit anderen Fähren vergleiche, auf denen ich schon war, dann ist das hier wirklich ein winziger Fährterminal. Man fährt dort vorne rein und fährt direkt auf das Schiff drauf. Und warum jetzt hier dieses Schild hängt für die Passkontrolle, verstehe ich nicht ganz. Aber es sieht lustig aus.
Naja, wenn Also man mit dem Schiff kommt aus einem Nicht-EU-Land, würde ich vermuten. richtig, wenn man mit einem Schiff kommt, aber man kommt ja aus Dänemark, das ist ein EU-Land, und man kommt ja vor allem nicht hier an, sondern auf der anderen Seite der Mauer. Aber naja. Tja. Kari, eine letzte Tja. Frage noch. Es gibt Ja. ein bekanntes Lied, das von den Ärzten ist, das heißt Westerland, und das ist eine Richtig. Stadt auf Sylt. Darum Ja. geht dieses Lied. Und Marina möchte gerne wissen, wie weit ist der Ort, an dem ihr jetzt seid, von Westerland entfernt? Das kann ich euch sofort beantworten, indem ich das einmal eingebe hier in Google Maps. Hier sieht man das nochmal. Also hier siehst du vielleicht kann man das so ein bisschen sehen, das ist die Insel. Ja. Wir sind jetzt ganz oben auf der Insel und da, wo dieses Sternchen ist, da ist Westerland. Also es sind Okay. ungefähr von hier 15 Kilometer, 20 Minuten. 20 Minuten mit dem Auto. Ja, ungefähr, ja, würde ich sagen. Genau. Westerland ist das ein schöner Ort, Isi? Das ist nicht so Geht schön. so. Geht so. Noch mehr Touristen. Da sind die Punks doch. Da sind die Punks, genau. Ja, und darf ich hier noch eine kleine Geschichte über die Punks erzählen? Unbedingt. Klar. Und zwar, das sind moderne Punks, weil die haben sich, bevor sie hier nach Westerland kamen, Kasten Bier schicken lassen von Amazon an so eine Amazon-Station. Packstation. Ist das nicht cool? Also angeblich, das hat, glaube ich, mein Vater. Papa, kannst du das nochmal bestätigen, die Geschichte? Das hat er angeblich im Fernsehen gesehen. Das kommt mir auch spanisch vor, würde ich mal sagen. Es kommt mir komisch vor. Hast du das nicht erzählt, dass die Punks sich ein Fass Bier in die Amazon-Packstation geschickt hätten? Ja, das habe ich gehört von einem Punk. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber es wird wohl. Ich traue denen alles zu. Ja, Ist das war denn also noch Punkrock, wenn man sich auf Amazon Bier Ich bin bestellt? sprachlos. Das ist die gute Frage, ob das jetzt noch Punk ist, wenn man sich auf Amazon ein Fassbier bestellt. Ja. Ich weiß es nicht, Manuel. Manuel, bist du denn jetzt begeistert? Wirst du auch mal hier auf diese Insel kommen und die Nordsee genießen? Ich bin begeistert von diesem Einblick. Ich habe sofort Sehnsucht bekommen nach der Nordsee. Es war sehr schön. Vielen Dank, dass ihr uns einen kleinen Einblick in euren Urlaub gegeben habt. Sehr gerne. Du, wir gehen jetzt tatsächlich hier in ein Fischrestaurant. Wir suchen dort etwas Vegetarisches, denn Isi und ich, wir essen gar keinen Fisch. Genau, und Leonie sagte eben noch, es gibt auch Thai-Nudeln bei Gosch für dich. Es gibt Thai-Nudeln bei Gosch in diesem Fischrestaurant. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht, aber schauen wir mal. Wissen wir noch nicht. Naja, sagen wir mal asiatisches Essen, was von Deutschen zubereitet wird, da bin ich erstmal ein bisschen skeptisch. Ja, wir verabschieden uns. Isi, hast du noch einen Gruß für unsere Zuschauer da draußen? Nein. Nein, es war schön, dass ihr alle zugeschaut habt. Und wir gehen jetzt noch ein Bier trinken. Ja, du hast gar kein zweites Bier geholt. Ich glaube, Creighton ist jetzt enttäuscht, wenn er zuguckt. Dafür trinke ich gleich eins mehr. Das ist toll. Ja, Janusz, sehr was schön. ist dein Abschiedsgruß an Ja, die Zuschauer? wir stoßen an auf Kreten, ja. Und sonst vielen Dank. Ich war sehr glücklich, mit euch hier diese Wege zu erforschen. Ja, liebe Grüße auch an meine Eltern, die wir auch hier verabschieden oder euch verabschieden. Und nochmal danke an Mitch. Mitch hat uns hier die ganze Zeit sicher durch den Hafen geführt. Thank you, Mitch, for your great work behind the camera. Vielen Dank, Mitch. Und nochmal danke an alle unsere Mitglieder, die das hier möglich machen und unterstützen. Auf easygerman.org/membership könnt ihr euch anmelden. Vielen Dank an euch alle und genießt euren Abend und euren Urlaub. Ciao! Bis bald. Ciao.